auch die Sehnsucht, gesehen zu werden. Auch das ist eine so alltägliche Sehnsucht, die in uns lebendig ist, in der Paarbeziehung lebendig ist, die auch bei den Kindern lebendig ist. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich, dass du hier bist in der Reihe Gefühle verstehen und mehr über die Sehnsucht wissen möchtest. Diese Episode ist tatsächlich aus dem Moment heraus entstanden, denn wir hier in Amerika, ich bin umgezogen nach Maryland, wir wohnen in Maryland in der Nähe von Washington DC. Und ich hatte diesen Moment, wo meine Tochter in meinem Arm liegt und weint und sagt, Mama, warum sind wir hier? Wir hatten es zu Hause, doch auch schön. Es war das Gefühl der Sehnsucht, das Heimweh, das sie belastete und das mir so sehr bekannt vorkam, da ich es selbst kurze Zeit vorher, als ich im Supermarkt stand, in mir wahrgenommen habe. Deshalb möchte ich heute mit dir über Sehnsucht sprechen, denn Sehnsucht ist ein in uns im Alltag ständig begleitendes Gefühl, Zustand, das sich auf so verschiedenen Ebenen zeigt. Ich möchte dir heute in dieser Folge die verschiedenen Facetten von Sehnsucht vorstellen, mit dir natürlich meine persönlichen Momente teilen, die Funktion von Sehnsucht darstellen und dir helfen, wie du mit deiner Sehnsucht oder mit der Sehnsucht deines Kindes umgehen kannst. Also Impulse geben dafür, die Sehnsucht wahrzunehmen, ernst zu nehmen und von der einen Seite in die andere Seite zu transformieren. Mehr dazu erfährst du jetzt in dieser Episode. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, wie du eben schon gehört hast in der Einleitung, es war ein ganz besonderer Moment hier für mich in den USA und zwar innerhalb von einem Tag und es war wirklich, scheinbar lag das Thema richtig in der Luft. Ich erinnere mich, wie ich einkaufen war und da in dem Supermarkt stand, das grelle Licht, das da so schien und die Menschen um mich rumwuselten und ich stand beim Obst und Gemüse. Und dann fuhr dieser Gedanke und mit dem Gedanke auch dieses Gefühl von Unsicherheit, Heimweh, Sehnsucht in mir, als ich mich da so fragte, was mache ich hier eigentlich? Wenig später an diesem Tag kam es dann ja zu einer Trauerwelle bei meiner Tochter, bei meiner Großen. Und ich saß mit ihr auf dem Boden, es hat geschüttet, es hat so viel geregnet. Und wir saßen am Boden gemeinsam und sie in meinem Arm und sie sagte, Mama, warum sind wir hierher gezogen? Zu Hause in Deutschland, in Erlangen, wo wir wohnten, da hatten wir es doch auch schön. Und ich habe mit ihr geweint, ich habe richtig gespürt, dieses Gefühl von Sehnsucht, das ich vorher selbst beim Einkaufen hatte, das sich wie übertragen hat an meine Tochter oder vielleicht einfach in der Luft lag und geklärt werden wollte und wir viel darüber sprachen. Der Podcast heute ist wie so vieles von meiner Arbeit, all die Erkenntnisse, das Wissen, das ich dir weitergeben möchte, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, um ein Miteinander zu gestalten, das achtsam und respektvoll ist, wo wir uns wirklich, wirklich ernst nehmen. Und auch das ist Teil der Sehnsucht. Sehnsucht wird nämlich in uns auf so verschiedene Art und Weise lebendig. Du hast auch Sehnsucht in dir drin, wie jedes andere Gefühl auch in dir lebendig ist. Die Sehnsucht, die zeigt sich und umgibt uns jeden Tag. Die zeigt sich auch jeden Tag.
Die Sehnsucht entwickelt sich zum Beispiel ganz plakativ auf Plakaten sozusagen in der Werbung, wenn uns suggeriert wird, wie wir glücklich sein könnten oder wie wir Abenteuer haben könnten oder irgendwelche uns Bedürfnisse erfüllen könnten durch den Kauf von etwas. Dann merken wir, okay, wenn ich mir jetzt vielleicht ein Auto kaufe, ja, dann erfülle ich mir vielleicht mein Bedürfnis von Abenteuer oder von gesehen werden. Oder wenn ich eine neue Versicherung abschließe, dann habe ich das Gefühl der Sicherheit. Dann erfülle ich mein Bedürfnis nach Sicherheit, indem ich eine Versicherung zum Beispiel abschließe. Da haben wir dann auch eine Form von Sehnsucht nach etwas. Sehnsucht zeigt sich bei meinen Klientinnen konkret und auch bei mir natürlich im Mama-Alltag. Dann, wenn wir schon wieder, ein klassischer Satz, den ich immer wieder höre, ich habe es schon wieder nicht geschafft, irgendetwas zu tun. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, mich um mich zu kümmern und meine Selbstfürsorge ernst zu nehmen. Ich habe es nicht geschafft, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Die Sehnsucht nach Freiraum, die Sehnsucht nach Zeit für sich, vielleicht auch nach Ruhe. Auch die Sehnsucht, gesehen zu werden. Auch das ist eine so alltägliche Sehnsucht, die in uns lebendig ist, in der Paarbeziehung lebendig ist, die auch bei den Kindern lebendig ist. Ich möchte gesehen werden. Die Sehnsucht nach Liebe in der Form von, merkst du eigentlich, dass ich da bin? Kannst du mich wertschätzen? Ein ganz großes Thema ist das, dass wir Liebe geben und Liebe wahrnehmen und brauchen auf verschiedenen Arten und Weisen und da eben die Sehnsucht zeigen in unserem Verhalten. Wir wünschen uns manchmal auch ein perfektes Leben, also diese Sehnsucht nach, ich wünsche mir, dass mein Leben anders ist, nach einer Utopie vielleicht, wie es gar nicht sein kann, wie es die Realität gerade gar nicht herbringt. Wir haben auch Sehnsucht nach Vergangenem, das ist ganz wichtig, da komme ich auch gleich noch näher dazu, die Sehnsucht nach dem, was schon vorbei ist, was im Prinzip auch meine Tochter geäußert hat mit ihrem Satz, wir hatten es doch zu Hause auch schön. Da geht der Blick nach hinten in die Vergangenheit. Die Sehnsucht nach Vergangenem, nach einer Zeit, die nicht mehr ist, vielleicht auch nach Menschen, die uns in einer Form verlassen haben, die verstorben sind, die ich gerade heute nicht mehr physisch greifen kann, deren Wärme ich mit meinen Fingern nicht mehr spüren kann, die nicht mehr da sind, die mir im Heute fehlen und mit denen ich gerne eigentlich meine Zukunft gestalten würde, aber es geht nicht. Also nach etwas Unerreichbaren. Oder eben auch die Sehnsucht nach Zuhause. Eine Art Heimweh, die Sehnsucht nach Heimat, auch das gibt's, die Sehnsucht nach Freunden, die Sehnsucht nach Geborgenheit oder nach dem tiefen Gefühl von, hier bin ich, hier darf ich sein, sich heimisch fühlen. Ich habe auch die Sehnsucht gehabt nach Abenteuer, nach Reise, nach Fernweh, ja, die Sehnsucht rauszugehen aus meinem Gewohnten, die Sehnsucht, was Neues zu entdecken und natürlich, das wäre ein ganzer Podcast für sich, das Thema Fernweh, die Reise zu sich selbst bei dieser Entdeckungsreise im Außen, denn am Ende ist alles ja in uns drin und es geht darum, die Reise ins Innere zu machen. Aber wie gesagt, das wäre eine eigene Podcast-Episode. Vielleicht mache ich die auch mal für euch, für dich. Ich habe Sehnsucht, wirklich diese Sehnsucht das erste Mal erlebt, bewusst erlebt, als ich im Studium war und im Ausland studiert habe. Da war ich in Italien, in Verona und habe in einer WG gewohnt mit Brasilianerinnen. Das war sehr schön. Wir haben eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und die Mädchen, die Frauen dort, die hatten immer wieder gesagt, sie hätten Saudade. 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 Das wurde wirklich zu unserem Running Gag in irgendeiner Form. Wir haben immer wieder gesagt, Saudade, Saudade. Und Saudade, wie sie so mit einer unglaublichen Energie und Kraft gesagt hatten, ist ein Wort, das man eigentlich gar nicht übersetzen kann. Es ist die Form von Sehnsucht nach Zuhause, Sehnsucht nach Heimat. Ja, auch bei uns im Deutschen ist Heimat ein ganz besonderer Begriff, ein ganz alter Begriff, der sich auch immer wieder gewandelt hat. Und Saudade ist wirklich auch diese Sehnsucht nach dem Bekannten, nach dem Vertrauten, nach dieser Umgebung. Sehnsucht im Deutschen, und ich finde es immer so spannend und wir arbeiten ja mit Wörtern und Sprache und das ist auch meine Art von Arbeit mit meinen Klientinnen, mit dir und überhaupt Kommunikation ist das Werkzeug für uns Menschen.
Als Linguistin schaue ich natürlich auch immer auf die Wörter als solche und Sehnsucht, da steckt Sehn und Sucht drinnen. Man könnte denken, da ist erstmal die Sehne drinnen, so wie die Bogensehne, die du spannst und die dann voller Energie ist, bereit auf ein Ziel zu treffen. Ein ganz schönes Bild. Aber Sehn kommt eigentlich von Sehnen, also den Verlangen, sich nach etwas sehnen, ein schmerzliches Erleben von etwas, was man da liebt und noch nicht da ist. Und Sucht kommt tatsächlich nicht von Suchen, wie man das etymologisch vielleicht denken könnte, sondern von Sichsein, also von Kranksein. Und da wird so schön deutlich, dass die Sehnsucht eben beides hat. Die Sehnsucht kann eine Energie nach vorne gerichtet sein, wie bei der Sehne, die ich so spanne, auf ein Ziel gerichtet sein. Sie kann aber auch mich krank machen. Sie kann in die Melancholie, da komme ich auch gleich nochmal dazu, sie kann mich wirklich in das Krankhafte bringen, weil ich so dahin schmerze bei dem Blick, wonach ich mich sehne. Und da unterscheidet sich auch die Sehnsucht von dem kurzen Dopaminkick, den ich vielleicht habe, wenn ich mir eine Belohnung hole. Wenn ich sage, jetzt habe ich heute was Tolles gemacht und jetzt esse ich ein Stück Schokolade und dann habe ich da kurz diesen Kick und freue mich und habe diese Belohnung, diese kurzfristige Befriedigung. Die Sehnsucht ist da aber so viel tiefer. Sie ist so viel tiefer als was Kurzes, ein kurzer Dopaminkick. Sie ist so viel tiefer als ein Wunsch, den Kinder ja auch haben, dass sie sagen, ich hätte so gern dieses Spielzeug oder ich will jetzt ein Eis. Die Sehnsucht, die ist viel, viel tiefer. Die hat dieses Unerreichbare, dieses tiefe Sehnen, jetzt habe ich dieses tiefe Sehnen nach einer Sache, nach einem Bedürfnis, das vielleicht gerade nicht erfüllt werden kann. Da für dich zum Verstehen, die Sehnsucht kann eben in zwei Richtungen gehen, wie das Wort letztendlich uns schon auch ein bisschen leiten kann. Wenn ich im Mangel bin, wenn ich nicht glücklich bin, so wie es bei mir war, als ich im Supermarkt stand, ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Und habe es richtig gemerkt, ich bin gerade gar nicht glücklich. Ich bin gerade auch in einer Form von Leere. Und meine Tochter auch, die dann eben in der Leere war, die nicht glücklich war. Wir haben auch geweint. Ja, da ist gerade keine Freude da, wenn wir weinen. Dann zeigt sich die Sehnsucht eben in Form von Heimweh, in Form von, ich wünsche mir die Freunde, mit denen ich so gern spiele, Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Willkommensein. Die zeigt sich da. Und dann ist die Sehnsucht, wenn ich eben im Mangel bin und nicht glücklich bin, oft nach hinten gerichtet, rückwärts gerichtete Sehnsucht. Bei Kindern zeigt sich diese Sehnsucht auch in den Konflikten, wenn zum Beispiel, was ich auch immer wieder habe, wenn ein Geschwisterkind geboren wird, die Sehnsucht danach, Mama für sich allein zu haben. Wenn ich nicht diese Angst als Kind in mir spüre, dass quasi die Liebe plötzlich aufgeteilt werden müsste, was ja nicht stimmt. Liebe haben wir unfassbar viel, immer für jedes Kind da, aber da kann eine Sehnsucht entstehen. Rückwärts gerichtete Sehnsucht, wenn ich nach einem Menschen trauere, dann wünsche ich mir, diesen Menschen im Heute wieder spüren zu können und mit ihm in die Zukunft zu gehen. Also es sind so 3 Aspekte. Ich schaue dann in die Vergangenheit, ich erlebe die Gegenwart und ich gehe in die Zukunft. Wenn ich so diese rückwärts gesehnte Sehnsucht in mir spüre oder du diese rückwärts gerichtete Sehnsucht bei deinem Kind beobachtest, dann kann diese Sehnsucht, wenn sie nicht aufgelöst wird, wenn wir sie nicht ernst nehmen, in die Melancholie gehen. Dann werden wir so richtig steif und dann haben wir wie so einen Nebel vor uns, so einen Schleier. Es ist so ein Abrutschen in die Depression auch möglich, in diese Schwere. Ja, da ist diese Schwere in uns drinnen, dieses Melancholische. Ein vor sich hin siechen, also so vor sich hin siechen, ja, also so richtig schwer, diese erdrückende Last, die da auf einen trauert. Und da wäre eigentlich dann die Auflösung, dass wir nicht nur die Trauer hinnehmen und loslassen von dem, was vergangen ist, was nicht ermöglicht werden kann, was nicht jetzt heute präsent ist, um durch dieses Loslassen
Also das ist so auch ein Festhalten. Ich habe die Hände quasi wie an einem Seil dran. Ich greife so ganz fest dran, aber ich muss loslassen, um beide Hände frei zu kriegen. Ein Sprichwort auch. Ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort. Manchmal muss man loslassen, um die Hände frei zu kriegen. Und dann halte ich da so dran fest. Ich müsste aber loslassen, um meine Energie, die ich da beim Festhalten aufwende, in die Zukunft zu richten. Und festzustellen, was ich eigentlich genau festhalte. Halte ich Gedanken fest oder halte ich ein Bedürfnis fest, das ich mit dieser Strategie von früher mir erfüllt habe? Und dann zu lernen, dass ich diese Energie, die ich da im Festhalten habe, nach vorne auszurichten. Wenn wir beobachten uns selbst und unser Kind, dann kann ich helfen, zu konkretisieren und eben helfen, Klarheit zu bekommen darin. Und das ist auch die Arbeit, die ich mache mit dir und mit meinen Frauen, wenn du das möchtest, ist eben dieses Entdecken durchs Gespräch, durch die Worte, durch das, was wir sagen, entdecken, woran ich festhalte. Was ist das Bedürfnis? Was wünsche ich mir denn eigentlich so sehr? Was ist denn dieses Tiefe in mir drin, was ich so gerne im Heute und in der Zukunft gestalten möchte? Bei Kindern ist es so, dadurch natürlich, dass die sich entwickeln und dadurch, dass die auch noch keine Worte haben oder oft ihnen die Worte eben fehlen, dass sie es nicht aussprechen können. Es ist so wichtig, dass wir Worte finden für das, was in uns lebendig ist und mit dieser Klarheit der Worte dann die Energie umwandeln und neu ausrichten. Die Sehnsucht, wenn sie dann umgewandelt ist und wenn wir sie nach vorne hin ausrichten, also in die Zukunft ausrichten, dann bekommt sie einen ganz anderen Glanz. Dann kann ich diese Energie umwandeln und anregen, dem Leben einen neuen Sinn zu geben, Ziele auszurichten, der Sehnsucht eine neue Bedeutung zu geben. Zum Beispiel meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist nicht nur Fernweh gewesen, Fernweh im Sinne, ich möchte was Neues erleben, ich möchte Abenteuer erleben, ich möchte Kulturen neu erleben, ich möchte aus meinem Gewohnten ausbrechen, um mein eigenes Level zu heben, mich selbst neu zu entdecken, beim Ausbruch von Gewohnheiten und Routinen, um neu zu schaffen, meinen Horizont zu erweitern, so dass der eine Bereich Fernweh, Sehnsucht nach Neuem, mich selbst entdecken natürlich damit. Und das andere ist bei mir zum Beispiel die Sehnsucht nach dieser Welt, dieser gewaltfreien Welt, in der Kinder und Erwachsene ihre Potenziale entfalten können. Und diese Sehnsucht, der begegne ich jeden Tag. Ich begegne ihr jeden Tag, wenn ich Menschen beobachte, auch hier in Amerika, wenn ich sehe, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, wenn ich sehe und höre, was Menschen von sich denken, wie ihre Gedanken letztendlich ihr Selbstbild kreieren, wie Menschen miteinander sind, das ist das eine. Dann natürlich das gesellschaftliche, politische an Nachrichten, was uns umgibt. Diese Sehnsucht nach dieser Welt, diese vielleicht ja doch Utopie, also es ist eine Utopie. Diese Vision der gewaltfreien Kindheit, dieses Paradies, das ich in meinem Kopf habe, das ist eine Utopie. Und doch ist meine Arbeit, diese Sehnsucht, das zu schaffen, mein Treiber, und das ist jetzt wichtig, mein Treiber, jeden Tag dahin zu arbeiten, jeden Tag für meine Arbeit zum Beispiel, mich sichtbar zu machen, so gut ich es kann, zu helfen, Bewusstsein zu erweitern und zu schaffen und auch natürlich in den Erfolgen meiner Klientinnen zu sehen, dass das geht, dass wir diesen Schritt einfach gehen müssen in dieser Generation und in der nächsten, um dort irgendwann mal hinzukommen. Und wenn wir diese vorwärtsgerichtete Sehnsucht haben, diese Energie, das Alte loszulassen, was wir da so festhalten und in das Neue auszurichten mit der Klarheit, was ich im Alten vermisst habe oder welches Bedürfnis ich mir im Alten erfüllt habe, um es nach vorne zu bringen, hilft unfassbar, dem Leben eine neue Richtung zu geben, Ziele zu setzen, den Fokus darauf zu richten, was wichtig ist. Da ist eine unglaubliche Lebensenergie drinnen, die dir hilft, was Neues zu gestalten. Und da wird Sehnsucht zu einem unglaublichen Treiber, zu einem unglaublichen Energieschub nach vorne, der hilft, Neues zu schöpfen. Und bei Kindern eben ist es so, dass die diese Sehnsucht zum einen nicht in Worte bringen können,
also nicht sagen können, wonach sie sich sehnen, und doch die Sehnsucht ja da ist, und die können wir beobachten. Wir können beobachten, was mein Kind tut, wie es sich verhält, was es sagt, wenn es Worte dafür findet. Und beim Beobachten der Kinder, um herauszufinden, was sie brauchen, wonach sie sich sehnen, dient so sehr zum einen die Fantasie und zum anderen eben die Fantasie im freien Spiel. Also wenn ich mein Kind im freien Spiel beobachte, wie es zum Beispiel mit Kuscheltieren umgeht oder wie es mit Rollenspielen, wie es Rollenspiele gestaltet, dann kann ich Sehnsüchte sehen. Ich kann sehen, wonach das Kind sich sehnt. Und dann mit dem Kind, mit der Aufmerksamkeit, die ich meinem Kind schenke, in Kontakt gehen und schauen, was es eigentlich braucht. Das heißt, wenn wir Sehnsucht sehen, und jetzt gehe ich nochmal zurück zu meiner Tochter, mit meiner Sehnsucht kann ich total gut umgehen, und für meine Kinder jetzt zum Beispiel oder auch für dein Kind, wenn du merkst, es hat Sehnsucht, dann habe ich folgende Impulse für dich oder Lösungsideen für dich, Inspirationen für dich. Wichtig ist, dass wir die Sehnsucht eben als Gefühle, als etwas, was in uns lebendig ist und was der Start von allem ist. Es ist wirklich der Start von so vielem wertschätzen, dass wir es nicht verdrängen, sondern zulassen, damit wir erkennen, was dahinter steckt und dann loslassen können von dem, an dem wir haften, um es zu etwas Neuem zu transformieren, in eine neue Form zu bringen, aus dem Vergangenen in das Zukünftige. Denn die Sehnsucht ist ein ehrlicher, tiefer Ausdruck unseres Seins, unserer Befindlichkeit, unseres Zustands. Selbst wenn wir die Sehnsucht nicht erfüllen können, weil es eine Utopie ist einerseits oder weil es so in dieser Vergangenheit ist, dann haben wir dieses Bild in uns drinnen, wie es sein soll, und können es dann nach vorne ausrichten. Für die Kinder heißt es eben, oder für dich auch, das Erkennen von dem Bedürfnis der Sehnsucht. Bei meiner Tochter konkret das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach den Freunden, die wir zurückgelassen haben, und dann zu überlegen, wie kann ich das nach vorne gerichtet gestalten? Was kann ich tun, um das, was mir fehlt, wonach ich mich sehne, was vielleicht diese Melancholie mitbringt, neu auszurichten? Wenn ich also mich nach Gemeinschaft sehne, wie kann ich neue Gemeinschaften bilden? Wenn ich mich nach Freunde sehne, wo kann ich Freunde finden? Und wenn ich dann sehe in der zukünftigen Idee, ich öffne mich sozusagen für das Neue, dann fällt es mir natürlich auch leichter, das Alte loszulassen. Dann halte ich nicht mehr ein Seil fest und ziehe nach hinten, sondern ich lasse einen Arm los und strecke ihn nach vorne aus, um dann den anderen Arm, den zweiten auch noch loszulassen, nach vorne auszustrecken und zu sehen, was sich nach vorne eben sich alles richten kann. Ja, ich hoffe, es war für dich jetzt eine Episode, die Klarheit schafft über die Sehnsucht, die in uns lebendig ist, die so förderlich ist, und dass du sie auch erkennst, wenn dein Kind in dieser Sehnsucht steckt und schon in dieser Melancholie steckt, in dieser Sucht vor sich hinsiechen, krank werden, wenn man so festhält. Manchmal halten wir Frauen ja auch an irgendwas Altem fest, und dieser Schritt, eben das Seil auf einer Seite loszulassen und auf der anderen Seite sich wieder neu zu verbinden letztendlich, ja, mit beiden Händen sich zu verbinden, mit was Neuem und was Neues zu gestalten, das ist ja die Kunst letztendlich, ja, loslassen und gemeinsam wachsen. Das heißt, auf der einen Seite loslassen, um nach vorne hin zu schöpfen und zu gestalten. Ich freue mich und ich hoffe sehr, dass du heute einiges hast mitnehmen können über die Sehnsucht. Für mich heißt es momentan ganz, ganz, ganz deutlich, bei meinen Kindern zum Beispiel, dieser Auswanderungsprozess, das Alte wirklich, wo Familie drinsteckt, wo Freunde drinsteckt, wo Heimat drinsteckt, das neu zu gestalten, etwas abzubauen und etwas Neues aufzubauen. Und das ist so ein unglaublicher Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es steckt so viel Chancen stecken in der Sehnsucht drin. So unglaublich viele Chancen und unglaublich viel an Resilienz, die man damit bilden kann, wenn du erkennst, was ich alles Neues geschöpft habe, was alles Neues gestalten konnte, wie fähig ich bin, aus einem Alten etwas Neues zu machen, wie unglaublich meine Schöpferkraft ist, neu zu gestalten. Mein altes Sein auch, meine alte Version von Mutter zum Beispiel oder von dem Mensch, der ich war, loszulassen und zu sagen, wer ich eigentlich sein will. Auch das, diese Sehnsucht nach diesem Ich,
das ich ja eigentlich auch in mir drin habe, das quasi in die Realität zu bringen, hat so unglaublich viel Potenzial und so unglaublich viel Energie. Jetzt beende ich diesen Podcast. Ich merke, ich kann noch so viel mehr erzählen. Vielleicht braucht es dazu noch eine zweite Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dich auf diese Fantasiereise, auf diese Bilder, die ich dir heute mitgegeben habe, eingelassen hast. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.